rein. Ich stehe heute auf jeden Fall mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber das lachende Auge ist größer. Jascha und ich renovieren gerade unser Tiny House im Wald. Das ist aber noch nicht gedämmt und daher kamen wir auf die Idee, uns vorübergehend zusätzlich eine Wohnung in der Stadt zu mieten. Ich hätte vor 3 Monaten nie gedacht, dass ich das mal so sagen würde, aber ich bin so froh, dass wir hier wieder ausziehen. Wir haben schon alle Sachen ausgeräumt und haben die Wohnung letztendlich nur 3 Monate angemietet, weil es ein richtiges Desaster war. Aber egal. Ansonsten stand ich genau hier vor einem halben Jahr mittlerweile schon im Sommer. Die Sonne hat geschienen und ich bin hier reingekommen und dachte, wow, also wenn wir wieder eine Wohnung anmieten, dann diese. Weil ich es einfach perfekt fand, mitten in der Stadt eine Wohnung in einem Tiny House. Wir haben hier insgesamt 40 Quadratmeter, ist also ziemlich genauso groß wie unser Haus im Wald. Und haben halt hier diese wunderschönen hohen Galeriewände. Unser Plan mit dem Haus war, das quasi bis zum Frühjahr als Winterquartier zu nutzen und danach wollten wir es als Airbnb herrichten, weil es für uns einfach genau gepasst hätte, wenn man schon in eine Stadt reist. Es war einfach in unserer Fantasie wunderschön mit schönen Galeriewänden und Bildern. Aber alles ist anders gekommen. Was eher so ist, wir haben hier eine relativ Standardküche gehabt, die der Vormieter eingebaut hat. Eigentlich wollten wir die einfach dem Vormieter abkaufen, aber die Vermietung hat beschlossen, die selber dem Vormieter abzukaufen und uns dann zu horrenden Preisen zu vermieten. Danke dafür, sehr mieterfreundlich. Und ja, das ist auch schon ein bisschen so der Vorgeschmack, warum wir hier letztendlich raus sind. War eine Kombination aus der Vermietung und dass das Gebäude einfach leider große Baumängel haben. Wir haben hier auf der Seite eine Tiefgarage, die nachträglich eingebaut wurde. Und hier drückt extreme Feuchtigkeit in die Wand. Und hier siehst du auch schon das nächste Problem. Das ist im Prinzip eine von 2 Heizungen, die das gesamte Haus beheizen soll. Als ich im Sommer hier war, habe ich mir schon gedacht, es sind jetzt nicht viele Heizungen. Aber also gut, man hätte realistischer sein können, sagen können, das wird nicht reichen, um es hier warm zu bekommen. Und in Kombination mit der Feuchtigkeit war es ja einfach sehr kalt. Also wir hatten 9 bis 16 Grad so und es war sehr feucht, also wir hatten eine Luftfeuchtigkeit von 70% und das ist natürlich gerade für unser Kameraequipment halt ganz schlecht, also es geht halt gar nicht. Kommen wir wieder zu den schönen Seiten dieser Wohnung. Wir haben hier eine sehr schöne Treppe, die so ein bisschen freischwebend ist und eben nach oben führt. Wir haben es hier oben als Schlafzimmer genutzt, hätten wir wahrscheinlich perspektivisch fürs Airbnb auch so gedacht. Und es ist halt einfach eine coole Möglichkeit, 2 Räume zu haben, aber es ist trotzdem alles sehr offen. Also trotz der doch geringen Quadratmeterzahl hat man irgendwie das Gefühl von einem sehr großen Raum. Also ein Highlight dieser Wohnung sind natürlich diese großen Schwingtüren. Die haben mich auch einfach von Anfang an bezaubert, so wie das Gebäude im Allgemeinen einfach von außen, weil man einfach die Türen aufmachen kann und hat direkt so viel frische Luft. Gerade im Sommer ist es natürlich super, was wir jetzt leider nicht mehr erleben werden hier. Aber die Distanz zum Draußen ist super gering und das war mir halt so wichtig, schon wenn man halt jetzt in der Stadt wohnt. Dann kommen wir hier weiter. Also ursprünglich ist, glaube ich, das die Eingangstour. Wir haben aber immer die andere benutzt. Also hier kommt man halt eigentlich so in den Flur und geht dann hier weiter. Das haben wir ein bisschen umgeändert gehabt. Und ich hatte hier auch so ein bisschen meinen Schreibtisch, weil hier ist nämlich auch noch eine Heizung. Und das ist eigentlich hier so dieser einzige Raum, der hier halt wirklich warm ist. Also ich habe hier drin auch nur maximal 18, 19 Grad hinbekommen, was halt verhältnismäßig zum Raum da drüben schon sehr warm war, aber natürlich ist es immer noch nicht mega warm. Genau. Und hier ist noch ein Bad, die Lichter sind leider schon abmontiert. Man hat hier halt ein bisschen den Nachteil, dadurch, dass es ein einzelnes Haus ist, dass man halt mit einem Durchlauferhitzer arbeiten muss und keine Gastherme oder so hat. Das ist ein bisschen energietechnisch blöd, aber ansonsten ist das hier okay gelöst. Hier sieht man auch eine kleine Sache.
die eben dazu führt, dass es hier so extrem kalt ist. Hier hat ein Handwerker das mal aufgebrochen. Also hier hinten ist ganz wenig Dämmung drin und es ist halt auch feucht. Auf den ersten Blick sieht die Wohnung wahrscheinlich ganz okay aus und vielleicht sogar schön, so ging es mir oder uns ja auch am Anfang. Aber die Wohnung hat einfach baulich riesige Mängel, also gerade die aufsteigende Feuchtigkeit überall, die Temperatur ist ein Riesenpunkt. Für uns persönlich war es halt auch so ein bisschen als warmes Winterquartier gedacht, aber im Endeffekt war es bei unserem Haus im Wald viel wärmer als hier. Deswegen war die Wohnung für uns eigentlich unnütz. Und dazu kam halt auch noch, dass wir seit Beginn eigentlich Dauerkunde beim Mieterbund waren. Erstens mal haben wir viel zu viel Miete gezahlt für das, was wir bekommen haben, und das ist schon eigentlich schockierend. Also es ist aber nun so, dass auch hier irgendwie die Wohnungsnot groß ist, und deswegen war ich einfach total froh, das gefunden zu haben, und habe es irgendwie auch halt dann angemietet, habe Jascha so ein bisschen überredet. Jascha hatte von Anfang an nicht so ein gutes Bauchgefühl, muss ich sagen, da habe ich mich ein bisschen durchgesetzt. Und halt auch, dass man die Vermietungsagenturen halt nicht erreichen kann. Das war halt so eine Riesenvermietungsagentur. Man muss sagen, jetzt gegen Ende haben wir doch eine einigermaßen kulante Lösung gefunden, auch für unsere Seite. Aber irgendwie an diese Firmen, die halt auch teilweise irgendwie Briefkastenfirmen dann ranzukommen, wenn man ein Problem hat, geht gar nicht. Also was mich eigentlich so am meisten fertig gemacht hat in der ganzen Situation, war einfach, dass wir uns konstant am kleineren Hebel gefühlt haben bei dieser Mietsache, weil man einfach wusste, auf der anderen Seite steht ein großes Unternehmen, das irgendwie auch entsprechende Anwälte beiseite hat. Und als Privatperson haben wir uns so machtlos gefühlt, und was auch ein Grund war, weswegen ja, wir eigentlich das Tiny House im Wald auch haben und das eben auch schätzen, nicht in diesem Mietsystem zu sein. Und also mit der Sache hier haben wir wirklich absolut ins Klo gegriffen und die Mietsache total durchgespielt. Und da kann man eben in alle deutschen großen Städte gehen und wird ähnliche Probleme vorfinden. Und selbst wenn es entsprechende Maßnahmen gibt, wie eine Mietpreisbremse, dann wird die halt einfach ignoriert und nicht eingehalten und vom Mieter halt auch teilweise, glaube ich, nicht eingefordert, weil einfach die Wohnungsnot so groß ist. Daher, ja, wahrscheinlich hätten wir das problemlos auch einfach untervermieten können. Irgendein Idiot hätte sich sowieso gefunden. Aber wir sind jetzt nicht mehr die Idioten, wir sind nämlich raus und freuen uns sehr, dass wir trotz dem Einjahresvertrag, den wir unterschrieben haben, jetzt irgendwie hier früher rauskommen und frei sind. Wir haben es ja einfach mit einem schönen Gebäude zu tun, das extrem schlecht saniert wurde. Und das ist so schade, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das eigentlich jetzt, nachdem wir raus sind, entweder sogar einfach weitervermietet wird oder erstmal brach liegt. Weil ich glaube nicht, dass der Eigentümer, wenn es den überhaupt gibt, hinter diesen ganzen Briefkastenfirmen, dass der irgendwie das Haus retten will. Glaube ich, oder retten wird, glaube ich nicht, weil man müsste hier komplett neu sanieren. Das war es jetzt von unserem Tiny House hier in der Stadt. Ein Kapitel, das sich schneller geschlossen hat, als wir dachten. Aber so passiert es im Leben und wir machen weiter.